Stell dir ein Drehbuch vor, ein fast 1000 Seiten starkes, akribisch ausgearbeitetes Skript. Nicht für einen Film, sondern für die Übernahme und den radikalen Umbau einer der mächtigsten Demokratien der Welt. Ein Plan, der vorsieht, vom ersten Tag einer neuen Präsidentschaft an die Grundpfeiler von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, bürgerlichen Freiheiten systematisch zu demontieren. Das ist keine Fiktion. Das ist Project 2025. Willkommen zum Ende einer der ältesten westlichen Demokratien. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle im Westen angeht, auch hier in Europa. Es geht um einen Plan, der so detailliert und radikal ist, dass viele ihn für unvorstellbar halten. Aber leider ist er sehr real und seine Architekten sind seit Donald Trumps zweiter Amtszeit emsig dabei, ihn Stück für Stück umzusetzen. Grund genug, sich mit ihren Plänen, die im allerschlimmsten Fall auch unsere Zukunft sein könnten, auseinanderzusetzen. Denn wir können die verheerenden Folgen, die diese neue rechtskonservative Wende hat, in vielen Bereichen schon sehen. Ich hoffe wirklich, die Alternative für Deutschland nimmt dieses Dokument nicht als Blaupause für ihren Systemwechsel hier in Deutschland. Denn das System, was gerade in Amerika installiert wird, hat auch hier das Potenzial, unsere Demokratie zu zerstören. Kapitel 1: Die Architekten des Umsturzes. Wer hat diesen Plan ausgeheckt? Das organisatorische Herz von Projekt 2025 ist die Heritage Foundation, eine der einflussreichsten konservativen Denkfabriken in Washington. Aus ihr gehen seit Jahrzehnten die Vordenker der Republikanischen Partei hervor. Doch die Foundation ist nicht allein. Hinter ihr steht eine mächtige Koalition aus über 100 Partnerorganisationen, ein Netzwerk aus konservativen, rechtsgerichteten und christlich-nationalistischen Kräften. Gemeinsam haben sie eine Armee von loyalen Kadern rekrutiert, die bereitstehen, um das Land der Freien in eine religiös-faschistische Diktatur zu verwandeln. Und ihr werdet am Ende des Videos sehen, dass ich hier leider keineswegs übertreibe. Denn seit Jahrzehnten setzen diese rechtsextremen und religiösen Fanatiker, man muss sie leider so nennen, alles daran, die Schaltzentren der Macht zu besetzen. Ihr Ziel ist anders als vorherige Konservative nicht nur ein Politikwechsel. Sie wollen einen komplett anderen Staat. Und wer The Handmaid's Tale kennt, Gilead lässt freundlich grüßen. Now I'm awake to the world. I was asleep before. That's how we let it happen. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. They said it would be temporary. You were there, all the time. But no one noticed you. Do you know who these guys are? Are they with building security or something? I don't think so. You can't work here anymore. It's the law now. Roger, what law? I don't have a choice. They gave me 10 minutes. Please, just pack up your things. Hey, why is it just the women? I don't have a choice. Roger. Thank you. Under his eye. Excuse me? I don't think that's the army. I think it's another kind of army. Kapitel 2: Das neue Fundament der Macht. Jede radikale Gruppe oder politische Partei, die ein neues gesellschaftliches oder politisches System einführen will, braucht eine rechtliche und/oder ideologische Rechtfertigung, die ihren Plan legitimiert. Für das Project 2025 ist das die sogenannte Unitary Executive Theory. Klingt ziemlich hochtrabend und nach einer ausgeklügelten, komplizierten Theorie, ist aber erschreckend einfach und effektiv. Der Präsident soll einfach die absolute und unkontrollierte Macht über die gesamte ausführende Gewalt bekommen. Sozusagen eine Präsidialdiktatur nach russischem Vorbild. Alle Behörden, Ministerien und Beamten sind nur ausführende Organe des Willens des Präsidenten, ohne jedwede Kontrolle durch den Kongress oder die Gerichte. Donald Trump hat diese Sichtweise perfekt auf den Punkt gebracht. Nobody ever mentions Article 2. More importantly, Article 2 allows me to do whatever I want. So, very simply, Article 2 would allow me to do. I could have done anything I wanted. Absolutely, I have Article 2. It gives me all of these rights at a level that nobody has ever seen before.
Die vollkommene Machtkonzentration beim Präsidenten ist der Schlüssel dieser Theorie. Nur so können unabhängige Institutionen wie das Justizministerium oder sogar die Zentralbank direkt dem Willen des Präsidenten unterworfen werden. Sie ist das Fundament, auf dem der gesamte autoritäre Umbau ruht. Und falls ihr jetzt schon genug habt, ich kann euch sagen, es wird leider nur noch schlimmer. Kapitel 3: Das Feindbild, der Deep State. Um einen solchen Machtanspruch durchzusetzen, braucht man ein klares Feindbild, besonders in den USA, die ihre Freiheiten und die Verfassung doch so hoch halten und immer wieder betonen, dass sie die erste moderne Demokratie sind. Wobei das Feindbild der Republikaner erstaunlich viel Ähnlichkeit mit dem Feindbild der Nazis und Faschisten aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat. Kommt ihr darauf, wer hier der Übeltäter ist? Natürlich der administrative Staat, besser bekannt als Deep State. Gemeint ist damit die professionelle, überparteiliche Bundesbürokratie, Tausende von Experten, Wissenschaftlern und Fachleuten, die sicherstellen, dass der Staat funktioniert, unabhängig davon, wer gerade regiert. Zufälligerweise ist das Funktionieren dieses Apparates auch ein Garant für das Funktionieren unserer Demokratie und eine der wenigen Kontrollinstanzen, die die Macht des Präsidenten beschränken. Sicher nur ein Zufall, dass er von den Neurechten diskreditiert wird und als erstes entmachtet werden soll. Der von Liberalen und woken, linksgrün versifften, unterwanderte tiefe Staat ist ein bequemes Feindbild. Hier kann man nicht nur von eigenem Versagen ablenken. Eine Taktik, die Donald Trump übrigens schon in seiner ersten Amtszeit genutzt hat. Vor allem, um von seinem desaströsen Versagen während der Corona-Krise abzulenken. Doch jetzt ist es schlimmer, weil die Neurechten und Fanatiker der Republikanischen Partei jetzt nicht mehr nur davon träumen, das System zu stürzen. Ganz offen und in einem schwindelerregenden Tempo bauen sie demokratische Strukturen und Kontrollmechanismen ab, die seit Jahrhunderten das Fundament der westlichen Demokratie bilden. Ihr könnt das übrigens auf dieser Website nachverfolgen, denn hier wurden alle Regierungsorgane, die von diesem Umbau betroffen sind, aufgelistet. So lässt sich der bemitleidenswerte Zustand der amerikanischen Demokratie und ihr Abbau live mitverfolgen. Es geht hier um nichts weniger als das Rückgrat der amerikanischen Demokratie, das ein für alle Mal gebrochen werden soll. Eine Gefahr auch hier für uns in Deutschland. Denn Hitler und seine Helfer haben gezeigt, wie schnell eine Demokratie entmachtet werden konnte. In nicht einmal einem Monat wurde die Demokratie in der Weimarer Republik quasi abgeschafft. Und das völlig ohne Staatsstreich oder Bürgerkrieg. Die simple Selbstentmachtung des Parlaments mit der Annahme des Ermächtigungsgesetzes ermöglichte es Hitler, als Quasi-Diktator weiter zu regieren, ohne die verfassungsmäßige Ordnung zu zerstören. Nominell war alles vorhanden. Es gab sogar noch Wahlen und das Parlament wurde ebenfalls nie aufgelöst während der 12-jährigen Herrschaft der Nazis. Ich denke, den Rechtskonservativen in Amerika schwebt ein ähnlich unbürokratischer und geräuschloser Machtwechsel vor. Das macht sie so gefährlich. Kapitel 4: Der Hebel zur Macht. Schedule F. Aber wie zerschlägt man einen funktionierenden Staatsapparat? Hier kommt der entscheidende Mechanismus ins Spiel, das Herzstück des Project 2025, Schedule F. Bisher sind Beamte in den USA durch den Civil Service vor willkürlicher Entlassung aus politischen Gründen geschützt. Das sichert ihre Unparteilichkeit und fachliche Integrität. Schedule F würde diesen Schutz für bis zu 50.000 Angestellte mit einem Federstrich aufheben. Politische Unzuverlässigkeit, wie es so schön in Hitlerdeutschland und der DDR hieß, würde zu einer sofortigen Kündigung führen. Denn ohne den Schutz des Civil Service können Beamte ohne Angaben von Gründen jederzeit gefeuert werden. Das Ziel ist klar. Erfahrene Experten, die möglicherweise widersprechen, weil eine Anweisung rechtswidrig oder einfach nur dumm und schädlich oder sogar gefährlich ist, werden durch politisch loyale Personen ersetzt. Wir sehen es jeden Tag. Die neueste Neubesetzung war die des FBI-Chefs. Nebenbei bemerkt, durch solche Neubesetzungen kann Trump auch sehr gut verhindern, dass weiter gegen ihn ermittelt wird. Wir sollten nicht vergessen, dass jetzt ein verurteilter Straftäter an den Schaltstellen der Macht ist. Denn Trump wurde bereits im Mai 2024 in 34 Anklagepunkten für schuldig befunden, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Das ist aber gar nichts dagegen, die Demokratie abzuschaffen. Denn Schedule F ist weitaus mehr als eine einfache Verwaltungsreform.
oder eine Verschlankung des Verwaltungsapparates der US-Behörden. Es ist de facto eine politische Säuberung, ähnlich der Gleichschaltung, die die Nazis 1934 betrieben. Die Folgen werden verheerend sein. Nicht nur ein massiver Verlust an Expertise in vielen Bereichen, denn loyale Mitarbeiter sind häufig gerade nicht diejenigen, die sich in dem Bereich, in dem sie arbeiten, besonders gut auskennen. Noch gravierender, es wird eine Kultur der Angst, Korruption, des Machtmissbrauchs geschaffen. Denunziantentum wird gefördert und jeder Angestellte einer Bundesbehörde muss sich jederzeit fragen, ob er nicht von seinen Kollegen oder Vorgesetzten denunziert wird. Dadurch schafft die Trump-Administration eigentlich erst jenen Deep State und Sumpf, den sie doch eigentlich angetreten war, auszutrocknen. Was für eine Ironie. Kapitel 5. Die Details. Das Mandate for Leadership. Auf fast 1000 Seiten listet das Mandate for Leadership die konkreten politischen Ziele auf, und die haben es in sich. Hier ein kleiner Vorgeschmack darauf, was sich noch ändern wird bzw. schon verändert hat in den Vereinigten Staaten. Im Bereich Gesellschaft und Familie wird die konservative und religiös-fanatische Ideologie der neuen Regierung besonders deutlich. Mit einem Gesetz von 1800 soll der Versand von Abtreibungsmedikamenten kriminalisiert werden. Natürlich werden die Rechte von LGBTQ+-Personen systematisch abgeschafft. Es gibt sogar schon eine Liste unamerikanischer Kunstwerke. Ähnlich der entarteten Kunst, die während der Nazidiktatur auf den Museen verbannt wurden, übt die Trump-Regierung Druck auf das Smithsonian aus, einer der größten Museumsverbände in D.C., mit seiner Executive Order Restoring Truth and Sanity to American History will die Regierung Trump alle Kunstwerke aus den Museen entfernen, die ihrer Meinung nach eine anti-amerikanische oder spaltende Ideologie verbreiten. Dafür will die Regierung nicht nur sämtliche Gemälde, Skulpturen etc. prüfen, sondern auch alle Begleittexte auf Schildern, Publikationen etc. auf unamerikanische Inhalte überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. In einem Schreiben des Weißen Hauses wurde angekündigt, dass die Museen Kataloge und Programme für alle aktuellen Ausstellungen sowie Vorschläge für Ausstellungen der nächsten 3 Jahre vorlegen müssen. Darüber hinaus will die Regierung das Inventar der ständigen Sammlungen und externe Partnerschaften prüfen. Und obendrauf müssen die Museen noch mit Beobachtungsbesuchen eines Teams der Regierung rechnen. Also ich würde mal sagen, Joseph Goebbels und die Stasi wären stolz auf die Kulturpolitik der zweiten Regierung Trump. Und mein All-Time-Favorite, Begriffe wie Gender werden aus allen Bundesgesetzen gestrichen. Denn es gibt ja nur 2 Geschlechter. Praise be. Als Deutsche sind wir zumindest im Osten Opfer und Täter zugleich zweier Diktaturen. Deswegen finde ich den Umbau der Justiz besonders erschreckend. Justizministerium und FBI werden, und ich kann es nicht anders ausdrücken, der Kontrolle und dem Willen des Präsidenten unterworfen. Das ermöglicht dem Präsidenten und seiner Regierung, die Justiz als Waffe gegen seine politischen Gegner einzusetzen. Wir sehen bereits die Anfänge mit dem Vorgehen Trumps gegen Kalifornien. Viele halten das für eine erste Machtprobe, denn Kalifornien und sein Gouverneur zählen zu den Hauptgegnern Trumps. Wenn er es schafft, seine Politik hier durchzusetzen, dann schafft er das auch in allen anderen Staaten. Hier kann ich übrigens wieder einen Podcast empfehlen, den ich für die Recherche gehört habe. Link ist in der Beschreibung. Und nun zu den beiden Lieblingsthemen der Rechtskonservativen: Einwanderung und Klimawandel. Ein Bereich, der auch unsere Alternative umtreibt. Trump hat sich vorgenommen, die größte Massenabschiebung in der Geschichte der USA durchzuführen. Dafür setzt er sogar das Militär im Inland ein, was bereits eine kolossale Erweiterung seiner Machtbefugnisse darstellt, da dies nur in Ausnahmefällen und wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit davon abhängt, erlaubt ist. Aber interessiert das hier überhaupt noch jemanden? Auch hier habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Fun Fact am Rande: Ich finde es interessant, dass im Englischen die ICE, also die Polizeibehörde, die für Einwanderungsfragen zuständig ist, sich genauso anhört wie die Geheimpolizei, die ICE, die Augen, aus The Handmaid's Tale. Außerdem erinnern mich diese Videos mit den Hilfskräften frappierend an die SA, die anfangs als Hilfspolizei neben der eigentlichen Polizei eingesetzt wurde.
Ein vorübergehendes Konstrukt, bis die Gestapo, die Geheime Staatspolizei und der SD, der Sicherheitsdienst, installiert wurden. All eyes on us oder alles für Trump. Und niemanden wird Trumps Rolle rückwärts in der Klimapolitik überraschen. Aber es ist schon gefährlich, wie sehr jetzt ins Detail gegangen wird. Man will die Umweltschutzbehörde EPA praktisch auflösen. Und das, obwohl sie im Hurrikanland USA für die Wetterwarnungen zuständig ist. Immerhin gibt es dort im Schnitt 2 Hurrikans pro Jahr. Da sollte so eine Behörde eigentlich wichtig sein, um die Bevölkerung frühzeitig vor solchen Wetterereignissen zu warnen. Natürlich wird Trump zum 2. Mal aus dem Pariser Klimaabkommen austreten. Und seinen Spruch "Drill, Baby, Drill" kann ich jetzt schon nicht mehr hören. Kurzum, God bless America. Kapitel 6, was noch kommt, ein Blick über 2025 hinaus. So wie es aussieht, verlieren weder Trump noch seine Mitverschwörer, denn im Grunde ist das Project 2025 ein Staatsstreich, keine Zeit. Schon am Tag seiner Amtsanführung hat Trump mehrere Executive Orders, residentielle Direktiven erlassen, als jeder andere Präsident vor ihm. Schedule F, die Regelung zur Säuberung der Regierungsbehörden, wird wieder in Kraft gesetzt, denn es war eines der letzten Gesetze, die Donald Trump in seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht hatte. Und wenn Trump sein Zitat aus dem Wahlkampf wahrmacht, wird das Justizministerium unter seiner Kontrolle bald mit der Strafverfolgung seiner Gegner beginnen. Angefangen beim Ex-FBI-Direktor James Comey und Amtsvorgänger Joe Biden. Gleichzeitig hatte Trump ja schon alle Verurteilten des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 begnadigt. Das sind doch nur politisch Verfolgte und keine gefährlichen, gewaltbereiten Kriminellen, die rechtsextremen Bruderschaften wie den Proud Boys angehören. Was soll schon schiefgehen, wenn die wieder auf freiem Fuß sind? Zurück zu ICE. Abschiebungen werden schon jetzt stark vorangetrieben. Razzien finden überall statt. Leute werden bei der Arbeit verhaftet, aus ihren Autos gezerrt. Aufnahmen wie diese sind wirklich schwer zu ertragen für jeden Demokraten und anständigen Menschen, der noch an eine freie Justiz und Polizei glaubt. Ich meine, Trump hebt in Washington D.C. und Kalifornien Polizeigewalt auf eine völlig neue Stufe. Geplant ist noch eine fundamentale Änderung der Einwanderungspolitik der USA durch die Abkehr von der Regelung, dass jeder Mensch, der in Amerika geboren wurde, automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erlangt. Damit würde erst zum 2. Mal ein Amendment, ein Verfassungszusatz, abgeschafft. Das letzte Mal wurde dies mit dem Ende der Prohibition, als das Verbot von Alkohol aufgehoben wurde, getan. Und würde diese Änderung rückwirkend eingeführt, dann wird sie sehr viele Menschen staatenlos machen. Mit dem Muslim-Ban aus seiner ersten Amtszeit hat Trump ja schon bewiesen, wie weit er bereit ist zu gehen für sein Lieblingsthema Einwanderung. Es fehlt anscheinend nicht mehr viel bis zu seinem Endziel, einer Diktatur nach Putins Vorbild in Russland. Und ich wette, dass darunter nicht nur die Immigranten leiden müssen. Sie sind die Ersten, aber bei der Verfolgung der Einwanderer wird es nicht bleiben. Wir wissen das in Europa nur allzu gut aus Erfahrung. Kapitel 7. Die Langzeitfolgen, auch für uns. Was bedeutet all das für die USA und was bedeutet es für uns in Deutschland und in Europa? Für die USA wäre es das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen. Die in der Verfassung und in den Verfassungszusätzen verbrieften Rechte wären nicht mehr viel wert. Denn es braucht Behörden und Institutionen, die diese Rechte auch gegenüber der Regierung durchsetzen. Ersetzt man diese durch ein System, in dem Loyalität über Sachkompetenz und politische Willkür über Recht und Gesetz steht, haben wir den Schritt in eine Autokratie gemacht. Doch das ist nicht nur ein Problem für die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger. Auch für uns birgt ein undemokratisches Amerika unabsehbare Gefahren und hat ganz konkrete Folgen. Nicht zuletzt, weil Amerika die größte Militär- und Atommacht der Welt ist. Die Vereinigten Staaten sind größter Geldgeber und Gründungsmitglied der NATO. Das heißt, unsere Sicherheit und die politische Weltordnung hängt ganz klar davon ab, ob Amerika sich noch den westlichen Werten und dem westlichen Bündnis verpflichtet fühlt oder eben nicht. Trumps America First Politik der ersten Amtszeit war wohl nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Unsicherheit und Probleme, die uns noch bevorstehen. Sollte Amerika wirklich den Schritt in eine präsidiale Diktatur wagen? Und der weltweite Handel wurde schon nach kurzer Zeit durch die massiven Zölle, die Trump eingeführt hat, bedroht. Ein Handelskrieg mit China würde der Weltwirtschaft noch viel mehr schaden.
und gefährdet den Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks. Hinzu kommt die größte Krise unserer Zeit, das Klima. Wenn wir die globale Erwärmung wirklich verringern wollen und verhindern wollen, dass unser Planet für uns Menschen unbewohnbar wird, brauchen wir alle an Bord. Der Rückzug der USA aus dem Klimaschutz würde die globalen Ziele unerreichbar machen und für Länder wie China ein Beispiel setzen, dass auch sie sich aus den lästigen Verpflichtungen für den Klimaschutz zurückziehen. Die USA würde gemeinsam mit China, Russland und Iran von einem Partner zu einer revisionistischen Macht, die aktiv die internationale Ordnung untergräbt, auf der unsere Sicherheit und unser Wohlstand seit Jahrzehnten beruhen. Kapitel 8. Mein Fazit. Projekt 2025 und seine Ideen sind wohl die seit langem gefährlichste Bedrohung der westlichen Werteordnung und westlichen Demokratie. Es ist ein durchdachter Plan, der darauf abzielt, die USA, so wie sie heute sind, zu zerstören und an ihre Stelle ein autoritäres Regime zu errichten, das frappierende Ähnlichkeit mit Putins Präsidialdiktatur oder dem Führerregime Adolf Hitlers und Stalins aufweist. Ich fürchte, diese Blaupause für den autoritären Umbau eines Landes, das für viele immer noch als Leuchtturm der Demokratie gilt, ist erst der Anfang eines neuen, sehr dunklen Zeitalters. Denn ähnlich wie die Domino-Theorie während des Kalten Krieges könnten auch die westlichen und überhaupt alle Demokratien der Welt Stein für Stein in den nächsten Jahrzehnten in eine Diktatur zurückfallen. Es ist unsere Aufgabe, uns politisch dagegen zu wehren. In der Unabhängigkeitserklärung der USA ist dies ebenso vorgesehen wie in unserem Grundgesetz. Wir haben das Recht und die Pflicht, gegen diejenigen vorzugehen, die unsere Demokratie stürzen wollen, mit aller Härte des Gesetzes. Was denkt ihr über das Project 2025? Macht es euch Angst? Habt ihr vielleicht sogar Sorge um Freunde und Verwandte in den USA? Und wie seht ihr die Gefahr, dass die Alternative für Deutschland ein Ähnliches hier plant, nach ihrer Machtergreifung? Oder meint ihr, das ist alles Panikmache? In 4 Jahren, wenn Trump nicht mehr antritt, hat sich das alles erledigt? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es bitte mit all jenen, die unsere Demokratie schützen wollen. Denn jeder sollte erfahren, was die Rechtskonservativen in Amerika vorhaben. Danke fürs Zuschauen. Bleibt kritisch und neugierig.